mein Gott, dieser Himmel, wo zum Teufel soll der sein? Dann legen wir mal los. Ich begrüße euch ziemlich ungewohnt heute. Mal kein Videodreh in der Nacht. Nein, am helllichten Tag. Ja, ist jetzt schon lange her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr habt die ganze Corona-Zeit bis jetzt gut überstanden. Vielleicht sind ja auch schon ein paar geimpft, wer weiß, ne? Und vielleicht hört ihr es auch schon. Nachher schalten wir nochmal um in das Q&A-Video, wird dann ein bisschen näher sein vom Ton. Ich habe nämlich noch ein altes Mikrofon gehabt, also eigentlich ein recht professionelles Mikrofon, aber mir hat immer ein Kabel gefehlt dazu. Und da jetzt schon die Videoqualität ein bisschen besser ist, habe ich gedacht, okay, gut, besorge ich einfach dieses Kabel für ein paar Euro und dann haben wir auch besseren Ton. Also ich hoffe, es hat sich rentiert. Genau. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mein Video wie immer starten. Ich weiß, ich klinge schon wie jemand anderes. Ihr habt ihn vielleicht schon im Kopf. Aber ich habe damit angefangen, also vergisst das nicht. Ich würde mein Video gerne damit starten. Danke nochmal zu sagen an euch alle. Vor allem auch an die, an die Loyalität. Ne? Ihr habt ja gemerkt, mein Kanal hat sich verändert. Auch die Denkweise, so. Und ich finde es wirklich sehr, sehr stark, dass viele Leute immer noch nicht dieses engstirnige, kann man das so sagen? Engstirnige Denken haben, der sagt nicht mehr das, was ich hören möchte, entabonniert oder so. Wisst ihr, was ich meine? So, und es sind auch eine Menge Leute da und das freut mich wirklich mega, weil ich glaube, auch jetzt, ihr seht es ja jetzt wieder, wann war das letzte Video von mir? Vor 2 Monaten, 3? Ihr seht, ich mache Videos nach Lust und Laune, wenn ich das Gefühl habe, mir brennt was auf der Seele, dann muss ich loswerden. Vielleicht denkt ja jemand von euch auch so wie ich. Dann haue ich mal wieder ein Video raus. Aber ich baller da nicht die Videos raus. Das habe ich ja schon mal gesagt, im Wochentakt. Und einfach damit ich irgendwelche Videos habe. Ja, aber Themen, die Nonsens sind oder nicht wirklich die Welt verbessern oder irgendwie, sage ich jetzt mal, jemanden groß interessieren. So. Oder damit ich mich besser fühle. Ne? Deswegen... Danke, dass ihr noch da seid. Ich bin wirklich stolz darauf, dass ihr zu meinen Abonnenten gehört. Und wie gesagt, auch immer wieder, auch zu den Hatern, ne? Die knallhart unter die Videos posten, nein, du liegst falsch und alles. Auch gut, finde ich schön. Alles, was ihr bei mir gesehen habt, war bis jetzt immer alles unzensiert, auch in den Kommentaren. Ne? Und ihr wisst, ich komme runter in die Kommentare, nachher auch wieder. Und dann gucke ich mir an, ob ihr Kommentare schreibt fleißig. Ne? Genau, ja. Ihr wisst es ja mittlerweile, habe ich auch schon jetzt neu eingeblendet. Hier, wie auch immer. Ihr dürft abonnieren. Lasst ein Like da, lasst einen Daumen runter da. Spielt keine Rolle. So wie du dich gerade fühlst. Ne? So, also, ihr seid da. Nehmt euch ein Glas. Oder einen Kaffee. Mir war jetzt heute nicht nach Kaffee. Ich weiß, das ist eigentlich mein legendäres Getränk, gehört dazu. Aber jetzt so habe ich irgendwie Lust auf Wasser. Deswegen, ja. So, los geht's. Aber Quatsch, nicht so viel. Q&A-Video. Ich habe die Umfrage gemacht. Ich hätte sie auch noch weiterlassen laufen können, damit noch mehr abstimmen. Aber für mich war das Ergebnis eigentlich eindeutig und es war ja eigentlich klar. Ja. Ich schulde euch ein Q&A, also ein Question-Answer, ein Frage-Antwort-Video. Seit ich angefangen habe mit den YouTube-Videos, sind ja Unmengen an Fragen gewesen. Ich habe mich die letzten Tage auch einfach mal durch meine Videos so geklickt. Unter diesen Tausenden von Kommentaren ist es verdammt schwierig, aber ich habe mal so ein paar rausgepickt, damit das Video, ich sag's wieder, das ist, ich weiß, mein Manko, das Video nicht so lange geht heute, aber ja, ich verspreche diesmal gar nichts. So. Und deswegen habe ich erstmal alte Fragen aufgerollt. Ne? Und ab jetzt, wirklich so, ab jetzt dürft ihr gerne nach diesem Video, während diesem Video Fragen stellen, runterschreiben. Ich möchte daraus eigentlich so eine, wenn es funktioniert, wenn man Bock hat, wenn man Lust hat, wenn was auf der Seele brennt. Ich möchte daraus eigentlich so wie eine kleine Reihe machen. Ne? Weil ich glaube, das ist so das auch, vielleicht merkt ihr das auch so jetzt mit der Corona-Zeit, das fehlt den Menschen so. Ich will nicht mal sagen unbedingt dieser Austausch, aber einfach mal so ein bisschen zuhören, reden, was denkt der darüber und was sagt der dann darüber. Mir brennt was auf dem, wie sagt man auch, mir hängt was auf der Brust, mir brennt was auf der Seele oder so.
Und ja, schreibt das mal in die Kommentare, mal gucken, was der Aaron dazu sagt. Und mit Glück nehme ich mir diesen Kommentar zu Herzen und dann ist der im nächsten Video drin und dann reden wir darüber, oder? So, und da fangen wir schon an. Schnallt euch an, bei mir wird es ja nie langweilig und nicht monoton. Bevor ich anfange mit dem Q&A-Video, wie gesagt, und dann switchen wir nachher rüber zum Schreibtisch. Altgewohntes Bild, ihr kennt es, wenn der Aaron ein Fernsehen hat, dann wird es immer interessant, ne? Dann wird es interessant. Und folgendes, es sind in den letzten paar Tagen, ohne zu übertreiben, ein paar Leute auf mich zugekommen, auch in meinem Bekanntenkreis, und haben mich auf ein Video angesprochen und einen Titel. Viele werden es jetzt vielleicht schon herauskristallisieren und ahnen, wo die Leute nicht so erfreut waren, sage ich jetzt mal so im Großen und Ganzen. Es gab die, die sagten ja, es gab die, die sagten nein. So gespaltene Menschen, so Meinungen in dem Sinn, ja. Und was ich dazu denke oder was ich davon halte, ja, ich weiß nicht, wie ich damit anfangen soll. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Um welches Video handelt es sich und welchen Titel? Es ist auf jeden Fall brandaktuell, vor allem hier natürlich auf dem Kanal, wenn auch nicht mehr so, also jetzt wirklich so an oberster Priorität, was Zeugen Jehovas betrifft. Aber das ist natürlich wieder ganz brandaktuell. Ihr kennt ihn, viele kennen ihn schon. Ich habe ihn auch schon erwähnt. Ich finde ihn nämlich super. Tobis christlicher Kanal, okay? Top-Typ, hat, also der knallt die Videos. Siehst du, ich wollte eigentlich mal ein Video aufnehmen und dass das schon so noch sein neuestes Video ist. Jetzt hat er schon wieder 2 neue rausgehauen. Was hat 30 Verbote bei den Zeugen Jehovas? 10 Dinge, die nicht jeder Zeuge Jehovas weiß. Okay, interessant. Das hier, das ist jetzt dann schon das drittälteste Video. Vielleicht sagt euch das was. Also ich merke ja immer wieder so, die Community ist gleich, ne, auch unter den Kommentaren von Sophie Jones und RTL und wo sie jetzt alles waren und so. Es sind ja immer so dieselben, ne? Und ihr gehört ja auch dazu und das ist gut. Und ihr sagt auch eure Meinung, das finde ich, das ist das Wichtigste, ja. Und es geht um dieses Video. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ich hoffe. Ja, man ist auf mich zugekommen, ne? Und hat halt auch gesagt, so was halte ich davon. Schon gehört, schon gesehen, was denkst du? Und dann hat man mich mit dem Inhalt vom Video mal ein bisschen vertraut gemacht. Der Titel Sensation. Zeugen Jehovas heben Kontaktverbot zu Aussteigern auf. Abgesehen natürlich von unserer niedrigen Abonnentenzahl sind das tolle Aufrufe natürlich, wo er jetzt mit diesem Titel geschafft hat. Und ich habe mir auch ein bisschen Kommentare angeguckt, eben viele lassen ihren Stunk da auch raus. Was halte ich davon? Ich persönlich, auch als Ex-Zeuge Jehovas und auch YouTuber oder wie auch immer, ne? Oder wo Videos macht, muss sagen, ich finde den Titel nicht so gut. Lieber Tobi. Ich muss mich den Leuten leider anschließen. Alles andere, was du bis jetzt immer gemacht hast, ebenso, also finde ich gut. So. Ich finde einfach, ja gut, langsam, ne, 10 Dinge, die nicht jeder Zeuge Jehovas weiß, 30 Verbote bei den Zeugen Jehovas. Als nächstes kommt 10 Dinge, die kein Zeuge Jehovas anziehen darf und 20, man weiß es ja nicht. Aber jetzt abgesehen zu dem Video. Ich finde, der Titel ist recht unpassend. Warum, wenn ich das noch kurz erläutern darf? Ich finde, mit diesem Titel wird halt, einer hat das wieder beschrieben mit diesem Clickbait, also dass Leute einfach draufklicken, weil das Erste, was du siehst, ist, wow, was? Das ist ja eben, wie er sagt, Sensation. Ne? Draufgeklickt und dann ist der Klick schon mal generiert, die Aufrufszahlen sind da und so weiter und so fort, bis die Leute sich dann natürlich mit dem Inhalt letztendlich befasst haben und die sich ja auskennen, die haben ganz schnell gemerkt, da hat sich gar nichts geändert. Ne? Wo er ja dann auch immer probiert, sich zu rechtfertigen, zu sagen, ja, aber das war ja so in dem Sinn nicht meine Absicht. Das schreibt er unter jedem Kommentar, das finde ich auch gut, aber dann würde ich das Thumbnail, also das Titelbild auch dann dementsprechend anpassen, weil das Titelbild sagt was ganz anderes. Ne? Der erste Eindruck zählt und der erste Eindruck hier ist, wow, Sensation, die Zeugen Jehovas heben Kontaktverbot zu Aussteigern auf, das ist der Wahnsinn. Und warum ich das, ja, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das sage, nicht
menschlich korrekt finde, sage ich mal, ist einfach, ich finde einfach mit diesem Titel wird extrem mit den Emotionen von Aussteigern gespielt. Ja? Extrem. Weil stellt euch jetzt einfach mal folgende Situation vor, auch du, wenn du jetzt kein Zeuge Jehovas jemals warst, du bist nur ein Interessierter, aber du hast dich ein bisschen so mit dem Thema schon vertraut gemacht, wie das so bei uns oder bei den Ex-Zeugen, bei den Zeugen abgelaufen ist. Und du siehst jetzt sowas. Im ersten Moment, da geht doch dein Herz in Rage, du blühst auf. Was denn? Oh mein Gott, weißt du, vielleicht ist sogar deine halbe Familie oder die ganze Familie bei den Zeugen drinne und dann siehst du sowas und du hast Hoffnungen und fühlst dich voll erfüllt und dann klickst du drauf und dann merkst du ganz schnell, dass die Realität anders aussieht. Und das fand ich einfach aus menschlicher Sicht nicht so toll, diesen Titel, lieber Tobi. Ja, und dazu auch für die Meinung wissen wollten von mir explizit jetzt zu diesem Video, das ist damit gesagt. Ne? Ich habe mir natürlich aber auch Gedanken gemacht, weil der Tobi, der ist immer so ich meine, guck, der sitzt ja da auf seinem Sofa und der ist so bodenständig und ruhig, ne? So, ne? Und da habe ich mir schon gedacht, so in letzter Zeit, wie soll ich sagen, so, das geht schon in diese Richtung, nicht Clickbait, also das da auf jeden Fall, das haben wir jetzt geklärt, ne? Wie gesagt, Tobi, das war, finde ich jetzt, das ist, ja, spielt man mit diesem Titel einfach mit den Hoffnungen der Aussteigern, ja, die vor allem Familie drin haben, wenn die das erste Mal so sehen, ja. Aber sonst so, der muss raffiniert werden langsam, ne, um Themen aufrechtzuerhalten, weil das Thema, habe ich euch auch gesagt, der Drops bei den Zeugen und die Themen, die sind irgendwann gelutscht, das ist so. Abgesehen von der vergeudeten, sage ich jetzt mal, Zeit, die man investiert. Ja. Mich hat auch letztens jemand gefragt, so, ja, wieso machst du nicht mehr Videos mit den Zeugen und so, und habe ich gesagt, du, wenn was kommt, dann kommt was. Guck mal, auch heute jetzt in meinem Q&A-Video, da wird es ein bisschen ja auch um die Zeugen gehen. Wir reden über Hamagedon und so. Und da er ist ja auch eigentlich, bei ihm ist ja immer, also es gibt, glaube ich, kein Titelbild, wo nicht Zeugen Jehovas steht. Und ja, ich will nicht irgendwann mit 50 Jahren, 60 Jahren auf mein Leben zurückblicken und die Leute fragen mich dann, ja und, was hast du dein Leben lang gemacht? Ja, ich habe meine Aufmerksamkeit, nur schon alleine meine Aufmerksamkeit, voll und ganz den Zeugen Jehovas gewidmet, bei denen ich ausgetreten bin, die mich scheiße behandelt haben, die so schlecht waren und das Leben ist so kurz, ja, und da fällt mir jetzt einfach noch gerade ein, gerade eben wieder in den News gekommen, brandaktuell, auch wenn es jetzt gar nicht so ins Video gehört, das Leben ist so kurz, bestes Beispiel, Willi Herren, ja, viele von euch, Deutschland, Österreich, Schweiz, jeder Mensch weiß doch, wer Willi Herren ist, okay? Der Typ ist der Hammer, ich habe den gefeiert, ich weiß noch, meine Oma und meine Mama, die haben immer früher Lindenstraße geguckt und da habe ich den schon immer gefeiert. Der war so lustig, das ist ein Schlitzohr und auch bis letzte Woche, immer, wenn was mit dem Herren RTL geguckt und plötzlich, heute höre ich, er ist tot. Mit 45 oder so, das weißt du, das ist doch so. Jeder hat seine Dämonen natürlich, mit denen man kämpft, aber was ich meine ist, das Leben ist so kurz, genießt das Leben, mach was draus und widmet euch positiven Sachen. Ja? So, das ist einfach meine Sache, deswegen bin ich nicht mehr, so, deswegen sage ich, dieses Zeugenthema, der Drops ist gelutscht, es sei denn, es gibt mal irgendwie, ich sag jetzt mal Interviews, da kommen jetzt ein paar Tipps für dich, Interviews, oder Aussteigerberichte, ne? So Sachen oder eine neue Geschichte, ja? Ob da jetzt eine neue Sophie Jones kommt, eine neue Rebecca Pearl, die auch super ist, so neue Geschichten brauchen wir, je mehr, desto besser, denn mit irgendeiner Information oder mit irgendeiner Geschichte, optisch, von Inhalt der Geschichte, wie auch immer, kann sich irgendein aktueller Zeuge Jehovas oder jemand, der schon ausgestiegen ist, identifizieren, ja? Bei mir wird es schwierig, dunkelhäutig, ist halt nicht gang und gäbe jetzt in Europa, aber ja, ich danke trotzdem, dass ja ein paar zuschalten, ne? Genau. Auf jeden Fall habe ich mir Gedanken gemacht, warum macht der Tobi irgendwas, sagt mir, der weiß schon, wie er da, ne? So. Und dann habe ich bei meinen Recherchen jetzt nach Kommentaren, also Fragen, die ich jetzt euch gleich beantworten kann,
bin ich auf ihn gestoßen. Er hat ein Video von mir mal kommentiert, als er noch keine Videos gemacht hat unter dem Pseudonym Tobis christlicher Kanal. Das war ein, ich will nicht sagen ein privater Account, aber das war wahrscheinlich so sein erster Account. Und dann habe ich so, ach, das ist ja, da guck mal, der Tobi, der hat da eins von meinen Videos damals, der hat das kommentiert und so, aber, ne, habe ich noch nicht in Verbindung, 1 und 1 und so, habe ich noch nicht zusammengezählt, ne, und jetzt klick mal auf den Kanal. Und dann, liebe Leute, ist mir ein Licht aufgegangen, weil ich gedacht habe, aha, ja, das erklärt einiges. Der Tobi, der ist ein schlauer Fuchs. Guckt euch das an. Lasst das bitte auch stehen, Tobi, gell? Nicht löschen. Also, ich meine, ist ja nichts Schlimmes. Das untergrabt jetzt nicht irgendwie, wie sagt man, die Seriosität oder so. Jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar, ja genau, da. Wenn ihr eingibt auf YouTube, was ich denke, haben ja bestimmt viele gemacht. Ich meine, er hat jetzt auch knapp so viele Abonnenten wie ich. Da guckt man ja mal rum, ne? Wenn ihr ihn googelt, Tobias, oder YouTubet Tobias ein, dann kommt eben dieser Kanal, mit dem er einen Kommentar bei mir hinterlassen hat. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen. Ich so, aha! Sieht man's? Verkaufen macht Spaß. Verkaufstrainer. Der Tobi ist Verkaufstrainer. Wusste ich nicht. Habe mich natürlich nie damit befasst. Warum auch so? Also ich bin jetzt wirklich nur durch Zufall drauf gestoßen, weil die Leute von mir wissen wollten, hey, dieses Titelbild, was hältst denn du davon, Aaron? Findest du das korrekt und so? Dann habe ich durch die Kommentare das auch noch zufällig dann gesehen. Weil, ja, eigentlich ist es wirklich nur durch die Kommentare passiert. Ich scroll durch die Kommentare und suche Fragen. Da ist wieder eine. Ach, Tobias. Ich so, Und ja, dann habe ich mir mal so ein paar Sachen angeguckt und ich finde das noch echt krass. Also, lieber Tobi, wenn du zuguckst, du kannst verkaufen, du bist bekannt. Du schreibst auch in deiner Kanal-Description, dort jedenfalls, dass du schon bei RTL warst und Pro7, glaube ich, und so. Und du bist ja bekannt. Ich würde, also einfach nur als Tipp, um noch mehr Pep in die Videos zu bringen, weil ich habe ja auch schon ab und zu ja mal eingeschaltet, die sind ja immer gleich, bei mir ja auch, ne? Aber du kannst ja verkaufen, nicht nur durch den Titel, du kannst dich selber, der Mann ist kein Scheiß, der kann sich verkaufen, guckt euch das an, also, das ist ja also heftig da, ich hoffe man kann es... Tobias ein, aber gut ist, wenn wir es trotzdem tun. Und der Lohn liegt ja immer hinter der Angst. Das ist der Tobias. Mut haben, wenn als ich das erste Mal gesehen habe, ich dachte, das gibt es nicht. Weil ich verbinde dieses Gesicht ja immer mit diesem ruhigen Mensch, der da auf seinem Sofa sitzt und irgendein Thema wieder behandelt, ne, über die Zeugen. Und dann sehe ich das. Preise sich erhöhen. Sie müssen Mut haben, wenn wir neue Kunden machen wollen. Er weiß, Sie wie man müssen das... Mut haben, wenn wir ein neues Produkt haben. Vielleicht ein neues Computerprogramm lernen. Das ist... Ey, Keine Garantie. Wenn Sie die Garantie brauchen, kaufen Sie einen Kühlschrank. Oh, ja. Ey, aber habt ihr gesehen, ne? Der redet auch so dann vor... Gut, ich meine, der hat ja gesagt, er war auch ältester mal. Aber der verkauft. Der kann verkaufen, der Mann. Und der hat viele Videos rausgehauen. Die sind noch gar nicht so alt. Aber das sind ja Videos, gehen bis zu 6, 7 Jahre, glaube ich, zurück. Das fand ich auch ganz gut. Darf man Kunden manipulieren? Guck mal, Ein herzliches Willkommen zum heutigen Sales-Tipp. Von und mit Tobias ein. Darf man Kunden manipulieren? Ja, als Verkäufer sind wir ständig darum bemüht, Das ist, Tobi, ich finde dich wirklich geil. Ohne Scheiß. Nein, das ist jetzt also keine Blasphemie oder so. Das ist wirklich, ich finde, Verhöhnung. Ich finde den Mann wirklich geil. Wir Verkäufer unter uns, ich habe auch damals wie sagt man, in Deutschland Einzelhandelskaufmann, genau, Lehre gemacht, aber Verkäufer auch. So, wir sind ja eins. Ich weiß ja, wie es läuft. Das ist geil. Das ist, ich fühle da voll mit. Also der Typ, ein Abo muss man da lassen. Heißt natürlich, mehr Erfolg in unserem Verkaufsgespräch zu haben.
Damit wir dies erreichen, Und dann, ich glaube, da erklärt er, das ist auch schön, die Videos gehen gar nicht so lang und dann, ob man Kunden jetzt das Beste manipulieren darf. für unsere Kunden. Das heißt, wir wollen ihnen eine optimale Lösung für ihr Problem verkaufen. Und wenn wir dabei Manipulation einsetzen, naja, dann führt das ja für beide Seiten zu einem guten Ziel. Deshalb mein Tipp für dich heute, manipuliere deinen Kunden, etwas Gutes zu tun. Ey, zu geil, ich schwöre. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kanntet, jetzt kennt ihr es. Abonniert auch diesen Kanal, also gerade alle Leute, die ja Tobis christlichen Kanal abonniert haben, ich werde das jetzt auch tun. Ist kein Scheiß, wie gesagt, ich abonniere ihn, ich feiere den. Kann man auch hier ihn abonnieren, weil auf dem Kanal hat er nur 180 Leute, die ihm folgen und das sieht man auch die Aufrufzahlen, dass die Videos gingen nie durch die Decke. Das Einzige, was ich einfach euch zeigen wollte, ist, der weiß schon, wie man verkauft. Also der kann, der liebe Tobi, wenn er will, der kann. Und was ich einfach interessant finde, aber das ist ein großes Fragezeichen, vor einem Jahr kam das letzte Video. Ne? Und wie gesagt, die gingen ja nicht durch die Decke. Ne? Da war er ja schon, wenn ich das so rechnerisch, bei den Zeugen raus. Und lustigerweise dann, genau vor ungefähr einem Jahr, fing der neue Kanal an. Und dann wurden die Zeugen in den Mund genommen und da lief's. Also der Tobi, der weiß schon, wie man verkauft. Der weiß, wie man verkauft. Das ist ein geiler Typ. Also wie gesagt, ich feiere den. Wer das nicht macht, selber schuld. Auch da, guck mal, immer wieder eine andere Location und so. Das ist, und die Tipps, heftig. So, Schmerz verkaufen. Du musst nicht recht haben, wenn du verkaufen willst und so. Okay, ja eben. Das Video mit dem Sensation, Zeugen heben Kontaktverbot auf. Du musst nicht immer recht haben, wenn du verkaufen willst, weil was hat er geschafft? Er hat das Video verkauft. Er hat funktioniert. Tobi, ich feiere dich. Wie gesagt, kein Hate, no front, wirklich. Ein Abo kommt rein von mir, auf jeden Fall. Und hoffentlich noch ganz viele Abos von den Leuten, die es jetzt gesehen haben. Und ja, vielleicht passt du deine aktuellen Videos auf dem christlichen Kanal ein bisschen mehr so in dieses Ding. Ey, mit dem Intro und so, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. So, was Kunden wirklich sind. So viel zu meiner Meinung auch eben zu diesem Sensation, Zeugen Jehovas erheben Kontaktverbot auf, was ich davon halte. Ne? Jetzt geht's zu dem Q&A, finally. So, Dille, meine Lieben, wo muss ich hingucken? Da sind wir jetzt für das Q&A, für die Fragen und Antworten. Ich habe es mir ausgedruckt, damit ich sie mir angucken kann. Ich blende sie euch ein, damit ihr sie sehen könnt. Was gibt's noch? Ja, eigentlich wollte ich euch mit auf die Terrasse nehmen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee, denn wie ihr vielleicht hören könnt, die Vögel zwitschern und es ist relativ laut dann manchmal doch und ja, aber vielleicht ein andermal. Ich habe mich aber dazu entschieden, frische Luft hier reinzulassen, damit der Aaron nicht so heiß kriegt. Also ich hoffe, es stört euch nicht, das bisschen da, was man hören sollte. Mikrofon, das Professionelle ist hier. Hört ihr mich, hört ihr mich? Okidoki, let's go. Schön, dass ihr noch da seid, ne? So, alles klar. Also, die erste Frage oder Fragen, ich blende sie euch wie gesagt jetzt ein, wo man mich gefragt hat, und die sind jetzt eben schon ein Jahr her, da hat mich jemand gefragt, kannst du das mit dem Hamagedon erklären? Und dann habe ich eben dieselbe Frage nochmal von ihm, oder so ähnlich von jemand anderem bekommen, vor 11 Monaten. Fände es echt mal spannend, mehr über Hamagedon zu erfahren. Dies muss ja bestimmt ein enormer Antreiber der Mitglieder sein, oder? Oder? So, also, hier kommt einfach meine Sicht der Dinge und wie ich das erlebt habe. Ne? Hamagedon, was kann man dazu erzählen? Also, im Gegensatz zum Beispiel zu dem, wie jetzt, ich habe mir auch diesen RTL-Beitrag nicht von Sophie Jones und so komplett angeguckt. Ich weiß nur, ich glaube, es ging irgendwann auch mal kurz, dass sie die Zeugen Jehovas vorgestellt haben in dem Video, so zusammengeschnitten, RTL, also die Redaktion. Und dort wird ganz oft immer noch in Verbindung mit den Zeugen Jehovas und an was die glauben und mit diesem Hamagedon
oder Armageddon, wie manche sagen, ein Weltuntergang zelebriert und damit gemeint bei den Zeugen Jehovas. Da kann ich, und wie gesagt, Leute, das ist einfach meine Meinung, meine Auffassung, und ich weiß nicht, in welcher Versammlung ihr wart oder bei wem ihr studiert habt oder wie ihr das als Ex-Zeugen empfunden habt. Und auch vielleicht guckt sich ja ein Zeuge jetzt das Video an und kann mich bestätigen. Nein, Armageddon ist nicht ein Weltuntergang bei den Zeugen Jehovas, okay? Es ist kein Weltuntergang, wie man sich vorstellt in Hollywood, wenn dann irgendwie Kometen oder so und Meteoriten oder so auf die Erde donnern und dann geht's ab und so 2012 oder wie der Film hieß und so. Nein, also Armageddon ist das nicht, ja? Kriegt diese Bilder aus dem Kopf. Die Welt geht nicht unter und nicht alle Menschen sind nachher tot oder die Erde existiert nicht mehr. Nein. Armageddon ist bei den Zeugen Jehovas das letzte Gericht, ja, das ist so. Offenbarungsbrief, also in der Offenbarung kann man ja alles drüber lesen und da wird auch dann von den verschiedenen Reitern geredet, eben diese Apokalypse. Und bei Armageddon wird sozusagen eigentlich einfach von Gott, oder wie die Zeugen glauben, dann ja von Gott und Jesus wird dann abgerechnet, ja, hier auf der Erde, mit dem Bösen, ja, mit Satan, dem Teufel und auch mit den bösen Menschen. Ja. Das heißt, bei den Zeugen Jehovas ist es wirklich so, jeder, der kein Zeuge Jehovas ist oder nicht nach dem handelt, wie Jehova es wollte und sich dazu aber auch bekennt, ein bekennender Zeuge Jehovas ist, der wird bei Armageddon vernichtet. Ganz einfach. Wie das geschieht, das wissen die Zeugen Jehovas selber nicht. Ja? Ob dann ein Komet auf dich stürzt, ob Gott so macht, ob du vielleicht nochmal die Chance hast, vor den Herrn zu treten und dich zu erklären und der dich dann trotzdem runter in die Hölle oder sonst wohin schickt oder dich auflöst in Moleküle, wer weiß. Aber das ist Armageddon. Ja? Bei Armageddon wird gerichtet, wer erlangt ewiges Leben, ja, sagen die Zeugen Jehovas, hier auf der Erde, auf der neuen Erde, in einem Paradies, ja, so wie es ursprünglich laut Bibelbericht vorgesehen war, ja, dass wir alle hier eigentlich in Friede, Freude, Eierkuchen leben, dass es alle Frieden miteinander haben und dass der Mensch mit dem Löwen und so ein Tier wird mit dem, wie sagt man ein Tier? Ein Mensch wird mit einem Löwen zusammen so kuscheln können und so. Ihr kennt das alles noch aus den Publikationen damals, ne? Da sind ja immer so Fotos drin gewesen, die sind ja immer noch bei mir im Kopf. Dass die, so jetzt kommen schon Autos. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Sonst machen wir gleich zu. Auf jeden Fall, das ist so, was die Zeugen Jehovas, an das glauben die. Und das ist Armageddon, ja. Also wirklich so, wenn die Bösen und die Guten getrennt werden und die Bösen sind dann ciao, tschüss, die gibt's nicht mehr. Und dann sind nur noch die Guten, die Zeugen Jehovas auf der Welt. Na? So, und das ist Armageddon. Und zu dem zweiten, was der zweite Kommentar gewesen ist oder Frage, ob das ein Antrieb ist für die Mitglieder. Ja, natürlich. Guck mal, du musst dir das so vorstellen, wenn du wirklich extrem fest, ja, an das glaubst, dann ist das A und O, ja. Ich bin zwar keine Maus jetzt und kann mich irgendwo einschleusen in eine Versammlung, aber es gibt weltweit, egal wo du hingehst, immer Millionen von Mitgliedern bei den Zeugen Jehovas, vor allem auch Junge, die sagen, wenn die so wirklich drinne sind und das glauben, die sagen, ich möchte nicht an Armageddon sterben. Ich möchte Armageddon überleben und so weiter und so fort. Also das ist ein Antrieb, absolut. Ja? So, das ist ja so das letzte Gericht, das ist die Prüfung schlechthin, dass du es dann schaffst und dann kriegst du deinen Lohn. Ja? Deswegen, also das ist ein Antrieb schlechthin. Ja? Also ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Und ja, das Armageddon-Thema erstmal in dem Sinn geklärt. Nummer 3, was habe ich hier? Nach deinen Aussagen sind 8 Millionen Zeugen Jehovas dumm und naiv. Deine Argumente werden viele verunsichern, aber wer sich intensiv und aufrichtig mit Jehova auseinandersetzt, wird seinen Frieden auf dieser Welt finden. Siehst du, jetzt habe ich sogar... Und on top mit besserem belohnt. Oh. Das schreibt eine Frau, die vor 10 Jahren ausgestiegen ist und wieder zurückgeht, weil diese Welt nichts Besseres zu bieten hat. Das war vor gerade mal einem Monat, zeigt es mir hier an. Und das ist jetzt keine Frage, ich habe das aber explizit extra hier mit eingenommen, einfach, dass ich dieser Person und auch die das lesen und auch so denken eventuell nochmal antworten kann. Ja?
ich finde das sehr, sehr interessant, ne, dass sie sagt, die Frau hier, dass sie vor 10 Jahren ausgestiegen ist und jetzt wieder zurückgeht, wenn das überhaupt stimmt, weil diese Welt nichts Besseres zu bieten hat. Ich bin kein Psychologe, aber nimmt's mir nicht übel. Mit dem letzten Satz, Madame, hast du mir gezeigt, dass du eigentlich einfach nur dahin gehst, was typisch Mensch ist. Schau dir die Religion doch an, dass du einfach dahin gehst zu demjenigen, der dir das bessere Angebot bietet. Ha? Ist doch so. Hätte diese Welt, wie es hier steht, dir Besseres geboten, was wärst du dann noch? Dann wärst du noch in dieser Welt, oder? Bei uns Weltmenschen, wie ihr Zeugen uns nennt. So, aber du gehst ja zurück, weil diese Welt nichts Besseres zu bieten hat. Na? So. Und da hat die Frau sich schon ganz verraten einfach. Das ist so typisch Mensch. Ja? Dass man einfach dorthin geht, wo man sich am wohlsten fühlt, wo man eingetrichtert bekommen hat, hier bekomme ich ja alles. Das kann dir die Welt da draußen nicht geben. Ja, stimmt. Hier draußen muss man sich Zugehörigkeitsgefühl erkämpfen, sage ich jetzt mal, ja? In der echten Welt, liebe Zeugen Jehovas. Ja? So, das ist die Realität. Ihr mit euren Zusammenkünften und dann kriegst du die Freunde, ja, die wahren Freunde auf dem Silbertablett geliefert. Das ist nicht die Realität. Das ist nicht die Realität. Das ist bei euch in eurem kleinen 8 Millionen Club. Aber bei diesen 8 oder 9 Milliarden Menschen, ja, die Mehrheit in der Realität hier draußen sieht es anders aus. Und deswegen sind ganz viele nachher abgefuckt. Sorry, das ist so, mein Kanal, wir reden hier Tacheles und manchmal auch dreckige Sprache. In der richtigen Welt läuft es nun mal so. Ne? Und deswegen, aber wenn du dann natürlich hier rauskommst und keine Freunde findest und. Ich meine, letztendlich 10 Jahre hat sie gebraucht und hat es ja trotzdem nicht geschafft, vorher wieder zurückzugehen. So, was hast du 10 Jahre gemacht? Ne? Da denke ich immer an mein Video zurück, in 5 Schritten erfolgreich die Zeugen Jehovas verlassen und irgendwann so bei Step 3 oder so, glaube ich, ist es, wo man als Ausgeschlossener irgendwo an den Punkt kommt und sagt, ja, ihr findet euch selber ab und zu ja dann da drinnen wieder, in diesem Denken. Irgendwann, wenn du lang genug ausgeschlossen gewesen bist, dann denkst du dir so, ja, das war ja eh immer so, das war ja schon die Wahrheit, aber irgendwann nach meinem sündigen gehe ich zurück. Wenn ich fertig bin mit meiner Hurerei, mit meinem ausschweifenden Leben, mit meinem Experimentieren, mich Selbstfindungsphase, whatever, was auch immer es war, was dein Grund ist, oder? Irgendwann gehe ich zurück. So, das ist genau, dieser Kommentar ist genau so jemand. Ganz schlecht und ganz ehrlich, zeugt von gar keiner Aufrichtigkeit. Ja? Aber ich verstehe dich. Ich verstehe Menschen wie dich, absolut. Und wir kommen gleich noch dazu, bei einer anderen Frage, die viele von euch brennend immer bei mir interessiert hat. Aber das wollte ich einfach nochmal dazu sagen, schnell. Jemand, wo hier großkotzig tut und nachher sagt, ja, und das sagt dir eine Frau, die nach 10 Jahren wieder zurückgeht, weil diese Welt nichts Besseres zu bieten hat. Ja, es tut mir sehr leid. Dann freut es mich, dass du, wie gesagt, zu denen gehst, die das bessere Angebot haben. Ne? Machen wir im Privaten ja meistens auch so. Sodele. Nummer 4 oder so. Ja, was du vorliest, ist kein Argument und kein Widerspruch. Warum bist du denn nicht mehr dabei? Geburtstag? Sollen wir Menschen feiern? Warum, wenn wir auch keinen Tag haben, an dem wir nur Jehova feiern? Zweifel sehen? Falsch geschrieben. Ja, bravo. Wer war denn der Erste damit? Oh, Sarkasmus, das liebe ich, da bin ich gut drin. Wer war denn der Erste, der Zweifel gesät hat? Das war so einer, wo man oft mit Hörnern, ne? So, ja, deswegen habe ich heute das T-Shirt auch wieder für euch an. Ich bin ja der Teufel in Person, schaltet schnell ab, ne? Wir wollen ja eure Blase nicht kaputt machen. Nein, Quatsch jetzt. Das kann ein Ex-Zeuge Jehovas gewesen sein, der aber immer noch ein bisschen so an der Lehre hängt. Das kann auch ein aktiver Zeuge Jehovas gewesen sein, der es geschrieben hat. Ich möchte dir darauf natürlich recht herzlich antworten jetzt. Und zwar, warum ich nicht mehr dabei bin. Wie lange ist es jetzt her? 2 Jahre. Guck dir mein erstes Video an, dann gehe ich in die Details, okay? Die Kurzversion ist übrigens nicht, dass ich Geburtstag feiern wollte, weil ganz ehrlich, das mache ich heute noch nicht mal richtig, okay? So, ist halt so. Vielleicht von meinen Kindern, aber so, nö. Also, das hat nichts damit zu tun. Ich bin ausgestiegen einfach, weil ich
für mich selber, ich wollte mir nicht mehr was vormachen. Wisst ihr, was ich meine? Was vormachen. Ich weiß nicht, wie viele von euch mein erstes Video gesehen haben, aber ich erzähle da ja wirklich, ich gehe ein bisschen ins Detail. Ich bin ausgestiegen, weil abgesehen davon, als ich dann mich habe taufen lassen und da wirklich dieses Wettrennen war, wie schnell wird man dies, wie schnell wird man das, wann wirst du, so das Ziel ist das Bethel und so weiter und so fort. Falsche Freunde. Und dann kam irgendwann auch so dieses Doppelleben einfach, ja, wo du einfach mit deiner Clique von Jungs, von Zeugen Jehovas, keine Ahnung, dann wie sagt man auf Hochdeutsch, hier sagt man Ausgang, in die Disco, in Clubs gegangen bist. Ja? Dann bist du in Clubs gegangen und dies und das und dann hast du mal ein bisschen mehr getrunken, dann hast du dies gemacht und ups, schwupps ist irgendwas passiert, was eigentlich nicht hätte sein sollen. Abgesehen davon, dass wir niemals hätten in dieser Gesellschaft sein dürfen, oder? Ich meine, wir waren ja da im Eye of the Tiger, wir waren ja mitten in Satans Club. Ja, wenn du in eine Disco gehst als Zeuge Jehovas, dann bist du ja mittendrin. Sodom und Gomorra. Babylon. So, weißt du, was ich meine? Und das haben wir gemacht. Nicht nur ich, auch andere, wo jetzt immer noch übrigens bei den Zeugen Jehovas sind, soweit ich weiß. Ja, und das ist einfach für mich so der Punkt gewesen. Ich war einfach ehrlich zu mir selbst. Ich habe gesagt, nee, sorry, ich sehe es nicht ein. Samstagabends im Club bis morgens um 5 Party machen, Blutpegel, was weiß ich, bei wie viel Promille, um dann am Sonntag um 11 Uhr oder halb 10 ungefähr war es damals, wieder im Königreichssaal zu sitzen, um dann irgendeinen Vortrag erstmal eine Stunde lang fast zu hören und dann danach noch das Wachturmstudium. Ja? Und du hast so einen Schädel und sitzt dort und denkst dir nur, Alter, halt doch. Und die Zeit verfliegt nicht. Und du denkst an gestern Abend vielleicht noch und so und du musst dich bemühen, dass deine Augen wach bleiben. Wie viele von euch kennen das? Wie viele von euch kennen das? Ey, ich schwöre, das waren Zeiten. Jetzt lache ich natürlich darüber. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, scheiße, voll die Zeitverschwendung. Aber es hat ja noch andere Aspekte, dass man ja auch seinen Eltern gefallen wollte damals. Und als ich dann alt genug war, auch mit eben, dass ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe, ich wollte schon immer relativ schnell selbstständig sein und von zu Hause weg, nicht weil wir ein Problem hatten miteinander, sondern einfach, ich wollte meinen Eltern irgendwie immer schon beweisen, so guck, ihr müsst nicht auf euren Jungen aufpassen, auch nicht so finanziell und so, ich mache das alleine, so, und hat bis heute geklappt. Da bin ich weg, so, und da habe ich dann den Zeugen auch den Rücken gekehrt und habe gesagt, look, Älteste, hab mit denen geredet, nehmt's mir nicht böse, ja, aber ich möchte jetzt raus sündigen, was ich schon getan habe. Ich möchte jetzt mir Ohrringe, wo ich jetzt keine trage, stechen lassen, so damals, ja. Piercing hatte ich noch nicht. Ich möchte Tattoos haben, so, ich möchte in den Club gehen. Ich möchte mit anderen Menschen Kontakt haben, als nur Zeugenleuten, Zeugenjugendlichen oder diesen, wo vorgeben, etwas zu sein, was sie eigentlich gar nicht sind und das nur machen aus ihren Beweggründen, wegen Familie und diesem Rangordnung und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ich belüge mich nicht selbst. Ich komme sehr gut klar mit der Wahrheit oder mit mir selbst, wenn ich frei bin. Alles gut, ihr müsst mich nicht überzeugen. Vielen Dank, hat mich gefreut. So, und dann bin ich weg. Also ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Ich bin nicht weg wegen Geburtstagsfeiern oder sonst irgendwas. Und ich sehe aber auch, dass da angespielt wird natürlich auf dieses ganze Geburtstagsfeiern und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, die Frage, sollen wir Menschen feiern? Warum, wenn wir auch keinen Tag haben, an dem wir nur Jehova feiern? So, was ist das für eine Argumentation? Wisst ihr, was ich nicht verstehe, ist so, die Zeugen Jehovas gehen ja oft hin, ich glaube bei RTL kam das ja auch drin, als eben die Redaktion dort die Zeugen so vorstellt, warum die Zeugen keinen Geburtstag feiern, dann wird ja so dieses Kindervideo gezeigt und dass so diese 2 Geburtstage, die es damals gab, Negativereignisse waren und deswegen feiern Zeugen Jehovas keinen Geburtstag. Okay, so, für mich ist das mega schlimm, weil ich mir denke so, okay, weil einer oder 2 irgendwann mal Scheiße gebaut haben, vor Millionen von Jahren, sage ich jetzt einfach übertrieben, kann ich nicht heute, wo selber auf die Idee gekommen ist, vielleicht könnten wir noch das feiern, ich bin ja jetzt älter, wir haben ein kalendarisches so,
weißt du, was ich meine? So irgendwann kommt ja eh wieder jemand auf die Idee und denkt sich so, das könnten wir doch eigentlich feiern, ist doch schade, weil wir wissen so, der Mensch stirbt irgendwann, feiern wir doch jedes Jahr, wir haben ja einen Kalender und so, Zeitrechnung ist da. So, aber nein, man hält sich krampfhaft an diesen 2 Ereignissen fest und geht dann hin und sagt, nein, deswegen wird alles über Bord geworfen. Das ist so ein Scheiß, sorry, das ist so ein Bullshit. Ne? Also dieses Argument mit diesem, ja, wenn man schon Jehova gibt, man ja auch keinen Tag zum Feiern. Ja, und jetzt? Macht es doch! Wäre doch mal was anderes, oder? Liebe Zeugen, feiert doch, macht doch mal einen Ich feier Jehova-Tag. Ganz neu. Eine Mischung zwischen Ostern und Geburtstag und Weihnachten. Ich feier Jehova-Tag. Spricht ja nichts dagegen. In der Bibel gibt es keinen Ich feier Jehova-Tag. Aber die Zeugen würden wieder argumentieren und sagen, ja, aber genau deswegen. In der Bibel steht nicht, dass wir einen Feier Jehova-Tag machen sollen. Deswegen machen wir das nicht. So, das ist so... nun ja, schwierige Menschen. Indoktriniert, wie er immer so schön sagt. Ne? Weiter geht's. Magdalena Meyer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie hat vor 10 Monaten geschrieben, ich finde dich echt super, vielen Dank. Sehen nicht mehr viele so, ne? Nachdem ich weitergedacht habe, sagen wir es mal so. Meine Arbeitskollegin ist eine Zeugin und ist wirklich sehr nett zu mir. Bekomme von ihr Videos vom Gedächtnismahl. Wie soll ich auf sie zugehen? Sie wirkt für mich nicht wie Klischee, das du sagst. Liebe Grüße, Magdalena Meyer. Bin keine Zeugin Jehovas. Hier, nochmal nett, dass sie es gesagt hat. Hey, jetzt aber da hinten ruhig. Der Aaron macht ein Video. Ja, also danke erstmal für deine Frage. Wie meinst du das denn? Wie soll ich auf sie zugehen? Und sie schickt dir Videos vom Gedächtnismahl. Weil ich meine, das Gedächtnismahl ist ja bei den Zeugen Jehovas jetzt auch erst vor kurzem gewesen. Ist ja die Feier an den Tod Jesu Christi, ne? Und an sozusagen an sein Loskaufopfer, wie die Zeugen Jehovas so schön sagen. Ne? Ich weiß nicht, was deine Arbeitskollegin bewirken möchte, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, dass sie dir sowas schickt. Was mich wundert, weil theoretisch filmt das niemand. Vielleicht filmt sie so die Anfangssequenz, wenn alle reden und so, aber wenn nachher hier das Brot und der Wein durchgereicht werden, dann da wird nicht gefilmt. So, das ist sorry, dass ich gerade abdrifte. Ich habe gerade Kopfkino. Meine Eltern wissen vielleicht jetzt, was kommt. Wir hatten mal ein Gedächtnismahl und wir hatten so einen afrikanischen Freund dabei. Mein Vater, der war ja on fleek, wie man so schön sagt. Der hat ja eben eine eigene Firma damals gehabt und so auch recht erfolgreich. Und dann hat der hat immer seine afrikanischen Leute, ne, eingeladen, weil der war ja überzeugt, das ist ja die Wahrheit und hey, wie kannst du nur, ne? Und der Jasper, das war auch ein Vorbild, ich meine, erfolgreicher Geschäftsmann und so. Und ja, so mit den Zeugen Jehovas verbindet man vor allem in Afrika nicht viel Schlechtes, ja? Hat natürlich auch was mit Aufklärungsarbeit zu tun, ja. Und die waren natürlich, wie auch, sorry, Stereotyp will ich nicht sagen, also, aber die sind halt sehr beeinflussbar, ne? Das kann ich wirklich sagen, so. Und auf jeden Fall hatten wir immer, bei jedem Gedächtnismahl, soweit ich mich erinnern kann, waren immer irgendwelche Bekannte von meinem Vater mit dabei, ja, wo nicht mal vielleicht richtig Deutsch konnten. Und ich weiß noch, an einem Gedächtnismahl, weißt du so, und ey, jetzt stellt euch das vor, ja, für alle, die ausgetreten sind und vielleicht auch, wo jetzt Zeuge dabei ist und das heimlich guckt und einfach lacht, lach mit mir mit, lach mit uns mit. Stellt euch diesen Moment vor, Ruhe. Und dann ist der Redner da und dann hält er ja seine Ansprache. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Und dann hält er seine Ansprache und dann wird der Wein durchgereicht und das Brot. Und dann ist ja immer mucksmäuschenstill in der Versammlung. Ja? Und dann wird das so immer weitergereicht. Ne? Die sitzen ja alle dann da und dann reicht man das ja weiter, weil davon dürfen ja nur die Gesalbten nehmen. Ne? So. Und dann sitzt da neben uns, das ist ja auch dann immer so, wenn du einen Interessierten hast, ne, dann sitzt der meistens immer so schön dazwischen, ne, dass du von allen Seiten, wenn der Fragen hat, dann kann er mit dir im Liederbuch reingucken und so, genau. Und dann sitzt da der afrikanische Kollege und dann reichen wir halt so das weiter, weil ich meine, weiterreichen, das darf ja jeder, ist ja keine Sünde. Und dann will der auf einmal in das Brot reinbeißen. Und wieso machst du das weg? Und er dachte, der kann da einfach reinbeißen und reinessen und trinken und so. Oh, Wein, vielen Dank. So. Ey,
Das ist das Ereignis gewesen, das werde ich nie vergessen. Gedächtnismal ist damit wirklich so in meinem Kopf gewesen, der Hammer. Gebt euch das. Stellt euch vor, ihr nehmt einen Interessierten mit in die Versammlung und dann nimmt er da von den Sachen. Die haben alle so, was bildet der sich ein? Spinnt der eigentlich und so? Ja? Das ist ja immer so ein Ding, ne? Aber da kommen wir nachher noch drauf. Aber das musste ich kurz mit euch teilen einfach. Vielleicht habt ihr auch so eine Geschichte. Wenn ihr das habt natürlich, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Unbedingt. Ich fühle absolut mit euch. Also, ja. Wenn da mal ein lustiges Ereignis war mit dem Gedächtnismal oder dass einer einen Teller hat fallen lassen oder so, erzählt's mir. Ich finde das lustig. Ich bin voll dabei. Muss man offen sein für das. Vor allem, wenn man das alles durchgemacht hat und so diesen Ernst der Lage dort. Weißt du, wie ernst und alles und ruhig und dann will der einfach da ins Brot reinbeißen. Das ist so gut. Auf jeden Fall, diese Frage von dir, Daniela. Daniela. Nein, Magdalena, genau. Daniela war davor. Magdalena, genau. Ich habe mir einfach überlegt, was ich dazu noch sagen möchte, ist, pass einfach auf. Pass einfach auf. Und auch andere, die vielleicht von Zeugen Jehovas sich jetzt in dieser Sache irgendwie ein bisschen wiedererkennen, ja. Viele haben ja irgendwie, ich habe einen mega netten Arbeitskollegen und wir reden immer so toll miteinander und die Zeugen Jehovas sind ganz nette Menschen. Ein ganz toller Junge. Okay. Passt einfach auf, weil den Zeugen Jehovas, und da rede ich einfach, aus erster Reihe, den Zeugen Jehovas ist es wirklich nur wichtig, dich von ihrer Meinung zu überzeugen. Okay? Es gibt nichts anderes. Da werden Millionen, das ist so, da sind Zeugen Jehovas top, einfallsreich, da werden Millionen Wege gefunden, um dir Interesse an deiner Person vorzuheucheln, sage ich jetzt mal, aber am Ende des Tages soll alles in diese Richtung gehen und das ist dass du Interesse hast an deren Lehre. Das wird dir jeder, sogar ein Tobi, jeder wird dir das bestätigen. Ne? Und ob die dann nett zu dir sind und dir vielleicht sogar mal Hilfe anbieten mit das und das, was schon fremdlich wäre, weil du bist ja ein Weltmensch. Aber wenn sie dich irgendwie kriegen können, eben durch diese Umwege, um an ihr Ziel zu gelangen, das ist alles, was sie interessiert. Und deswegen merkst du ganz oft bei Zeugen Jehovas, wenn die merken, die beißen auf Granit, dann lassen sie ja meistens ab, wenn du hardcore sagst, nee, jetzt haut mal ab, sonst geht's. So, wisst ihr, was ich meine? Aber sonst, Zeugen Jehovas, und ich glaube, da findet sich auch jeder selber drinne, der Zeuge war. Und wenn du ehrlich zu dir bist und auch noch aktives Mitglied bist, auch aktuell ist, als Zeuge Jehovas hast du das Gefühl, du hast die ultimative Wahrheit. Ja? Du hast die ultimative Wahrheit und es liegt in Gottes natürlich Interesse, aber auch in deinem Interesse, so viel wie möglich oder so viele wie möglich zu retten und davon zu überzeugen. Welche Mittel du einsetzt dafür, das ist ein Riesenspektrum. Das kannst du so viel machen, wie du möchtest. Aber am Ende muss es dazu führen, dass der von meiner Message überzeugt ist. Und deswegen sind Zeugen Jehovas immer so eine Einbahnstraße. Die geben immer nur und wollen nur, dass du zuhörst und das ist richtig. Aber wenn was entgegenkommt, das prallt sofort ab, das wollen die nicht. Ne? Deswegen pass einfach auf, was so der Beweggrund ist hinter solchen, ich sag jetzt mal, Anbahnungen an dich, indem sie dir irgendwie Videos schicken von einem Gedächtnismal oder wie toll sie sind oder so. Am schlimmsten so Videos, wo irgendwie von der JWO runtergeladen sind, wie toll doch die Gemeinschaft ist in allen Farben der Welt, schwarz, rot, gelb, welche Hautfarbe die Leute auch immer haben. So, passt einfach auf. Ne? Die Leute machen alles, damit das Interesse da ist. Ne? So. Und ja, jetzt kommt eine Frage, das ist mehrmals gefragt worden. Also ich habe hier 1, 2 und sicherlich noch mehrmals, 3 und noch mehr, aber die konnte ich nicht, sonst hätte ich 1000 Blätter. Zu welcher Kirche gehst du jetzt? Vor einem Jahr. Welcher Konfession gehörst du denn an? Vor einem Jahr. Lieber Aaron, welcher Konfession gehörst du jetzt an? Vor 9 Monaten. Und so geht es immer wieder weiter und so weiter. Ja, ich habe ja schon in meinem letzten Video ein bisschen darüber erzählt. Ich mache jetzt mal, glaube ich, da hinten zu. Jetzt wird es langsam ein bisschen kalt. Entschuldigt mich kurz. Da bin ich wieder.
Im Bild. Okay. Ja. Zu welcher Konfession gehörst du jetzt? Zu welcher Kirche gehst du? An was glaubst du jetzt? Also, um das Ganze kurz zu beantworten, ich gehöre keiner Religion an. Nein, niemandem. Konfession eben gar nichts. So, konfessionslos, wie man so schön sagt. Ja, zu welcher Kirche eben? Zu keiner. Ja, um das Ganze natürlich ein bisschen zu erläutern, ich sag mal so, ich glaube mittlerweile ganz stark nicht mehr an das Konstrukt einer Religion. Warum? Mir ist aufgefallen, ja, und ich hoffe für alle, die noch dran sind, erstmal vielen, vielen Dank. Das ist ein Thema, viele von euch da draußen, ja, ihr fühlt euch angesprochen und es hagelt gleich die Daumen runter und das ist okay so. Wie gesagt, wir feiern die Videos nicht mit Daumen hoch. Viele von euch machen die Augen zu, die Schotten dicht, wenn es zu einem unangenehmen Thema kommt. Wer macht das schon freiwillig, ja? Wenn man doch ausdrücken kann oder hier oben auf das X irgendwo drücken kann und wieder hört auf einem Kanal, was man hören möchte. Viele von euch wollen der Wahrheit einfach nicht ins Auge sehen. Na? Aaron, wie meinst du das? Ja, bei mir ist es, ich möchte wirklich die richtigen Worte finden, auch nicht um jemanden auf den Schlips zu treten. Ne? Aber ich habe mir Gedanken gemacht, ja. Und das Ganze kam übrigens auch, und deswegen auch diese Kanalveränderung. Ne? Und einige von euch haben es ja erkannt. Weil manche waren ja mega verwirrt und dachten so, der Aaron, der geht wieder zurück. Der Aaron, der verbreitet die Zeugenlehre jetzt. Der Aaron, so, die kamen nicht mehr richtig draußen, haben nicht mehr verstanden, was will denn der Aaron jetzt eigentlich? Nein, wie gesagt, konfessionslos und ich glaube an gar keine Religion auf dieser Welt. Basta. Alle Religionen vereinte, was gibt es hier? Bibelkurse, alles Mögliche. Sobald Leute zusammenkommen und über irgendwas reden wollen und an was sie glauben und so weiter und so fort, alle haben 2 bis 3 Sachen gemeinsam. Wenn du diese 2 Sachen nimmst, ja, und wegnimmst, zerbricht das ganze Konstrukt. Weil das sind elementare Dinge, die wir Menschen einfach brauchen. Und wenn du die uns nimmst, oder wir die nicht mehr bekommen, dann hauen die Leute ab. Und jede Religion hat das. So, was sind die? Zugehörigkeitsgefühl, Hoffnung und Antworten. Diese 3. Nimm diese 3. Bei egal welcher Religion. Geh ins Internet, Google, geh zu deinen Verwandten, Bekannten, egal wer wo bei welcher Religion ist. Nimm diese 3 Komponenten und nimm sie einfach weg. Nimm die mal weg aus der Religion. Wie viele Leute, wie viele Mitglieder wären denn noch da? Zugehörigkeitsgefühl als Mensch bekommen, haben. Das ist das A und O, das wollen wir auch im Privaten. So. Wie viel mehr dann erst, wenn wir von einer Sache, von einer Bewegung, wie auch immer, überzeugt sind. Du kriegst dieses super Zugehörigkeitsgefühl. Das haben die Zeugen. Das hat irgendein Bibelkreis. So. Zugehörigkeitsgefühl. Hoffnung ist das A und O. Schon fast vor der Nummer 1 mit dem Zugehörigkeit. Hoffnung. Alle vermitteln Hoffnung. Ist es nicht so? Bei den einen hast du irgendwann Jungfrauen, wie der Armin immer sagt, schwellende Busen und immer irrigierte Penisse oder so. Weiß doch nicht, was ich will, nicht zu viel reden, weil durch den Islam kenne ich mich nicht aus. Fröhlichen Ramadan noch. Und bei den anderen Himmel und Hölle, bei den Indern, was ist die Reinkarnation und was da alles gibt. So. Aber du hast immer, irgendwo gibt es immer Hoffnung. Die Hoffnung muss verbaut sein im Erfolgskonzept. Weil sonst nützt es den Menschen ja in der Zukunft nichts. Weil sie müssen ja blind in dem Sinn, sie müssen ja glauben. Also ist das schon mal die Hoffnung. Sie kriegen ja schon das Zugehörigkeitsgefühl, das ist ja super. Aber die Hoffnung ist noch da und die Antworten. Antworten auf elementare Fragen. Warum sind wir da? Wieso ist der Mensch so, wie er ist? Ja, der Mensch, das habe ich schon mal euch gesagt, der Mensch braucht, und das ist ja bewiesen, der Mensch braucht Antworten. Das ist so. Wenn irgendwas, ich sag jetzt mal blöd gesagt, ein UFO irgendwo hier, ein echtes UFO, über die Welt brattern würde und
ein paar Leute haben das gesehen, konnten sich das aber nicht erklären und ich sag jetzt mal irgend so eine hier in den USA oder so, wie die alle in Roswell da hießen, da Area 51 oder so, irgendwelche konnten das aufnehmen und das war ganz klar ein UFO oder so, wie auch immer. Die würden nicht hingehen und den Leuten der Welt das so präsentieren. Die würden sagen, wir haben einen Test gemacht, Lichtkörper, bla bla. Und dann haben die Leute eine Antwort und was passiert? Sie sind beruhigt. Warum? Sie haben Antworten gekriegt. So, das sind elementare Dinge. Nimm diese 3 und reiß sie mal raus aus der Lehre von deiner Religion, an die du glaubst, für das du dich interessierst. Und du wirst sehen, da ist nichts mehr drin. Und das ist einfach der Grund, warum ich sage, ich gehöre keiner Religion an, weil einfach, das ist zu leicht durchschaubar, weil man einfach merkt, okay, damit kriegst du ja einfach, damit fängst du ja Menschen. Das ist ganz einfach. So, das läuft ja heutzutage auch im privaten Bereich so. Zugehörigkeit, da kommen Leute zu dir, vermittel Leuten irgendwie Hoffnung, ja, bei irgendeiner Therapie oder sonst irgendwas, weiß doch nicht, um was es geht. Hoffnung ist das A und O. Der Mensch, der möchte immer an das Gute glauben, ja, das ist so in uns drin. Antworten habe ich gerade erklärt, so, damit kriegst du einfach Menschen. So, das heißt für mich, Religion ist einfach ein Instrument, um Menschen zu kontrollieren, zum Mittel, zum Zweck. Irgendein Zweck steckt ja dahinter. Ja, ist so. Irgendeiner, ob der sich daran bereichert, ob damit die Welt besser läuft und gesteuert ist, weil ja, wir haben ein paar Kriege untereinander, weil wir haben Meinungsverschiedenheiten, aber ey, in jeder Religion gibt es auch Gesetze und du sollst nicht unbedingt töten und also vielleicht haben wir damit auch ein bisschen so das Chaos in der Welt gedämmt, sonst wäre hier wirklich Chaos, weil es gibt ja keine Hoffnung, es gibt kein Zugehörigkeitsgefühl und es gibt keine Antworten. Wohin geht's nach dem Tod? Na? So, also haben wir eine Religion. Das ist meine Meinung. Wenn du etwas anderes glaubst, ist das absolut okay. Ich verstehe einfach nicht, wie man blind glauben kann, weil einfach ich kann nur von der Bibel reden, weil das ist, womit ich aufgewachsen bin. Weil viele von euch oder einige von euch werden kommen und sagen natürlich, ja, nein, da habe ich recht, hast du recht, Aaron, Religion, da bin ich voll mit dir, Religion ist Mist, von Menschen gemacht, das ist Mist, aber die Bibel und Jesus, das ist nicht Religion, Jesus hat nie, da hört es bei mir auch schon auf, warum? Die Bibel, ein Buch voller Widersprüche. Es ist so, wenn du das nicht so siehst, dann machst du dir was vor und dann, dann lass dich einweisen. Dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Die Bibel ist ein Buch voller Widersprüche. Wenn man es hart auf hart kommt, kann ich in der Bibel alles rechtfertigen. Inzucht, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Sklaverei, Mord und Totschlag, kann ich alles. Ja, Altes Testament und so. Ja, was denn jetzt? Nehmen wir die Bibel jetzt im Ganzen oder nicht im Ganzen? Oder wollen wir uns nur am Neuen Testament orientieren? Warum wurde denn das Alte alles aufgeschrieben und so weiter? Wisst ihr, was ich meine? So, das ist alles voller Widersprüche. Erstmal, was in der Bibel steht. Und das Zweite ist, und das ist für mich ein Hauptargument einfach, um das jetzt mal zu Ende zu bringen, an was ich glaube, ja. Ich habe mir immer gedacht, so, okay, gut, ein Gott, ein Wesen, wenn da jemand ist, der uns Menschen erschaffen hat, ein intelligentes Wesen, wo uns spüren, uns fühlen kann, unsere Gedanken lesen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, jeder, der bei den Zeugen war, der weiß, was uns beigebracht worden ist. Gott, der wusste schon, dass du da bist, als du noch ein Embryo warst und so im Leibe von deiner Mama und so weiter und so fort. Wisst ihr, was ich meine? So, also dieses super mächtige Wesen, ja, ist da. Gleichzeitig wird uns aber auch in der Bibel, und zwar in jeder Bibel, ja, gesagt, dass dieser Gott kein Lebewesen, nicht schätzt, ja, und jedes Lebewesen sieht und dann eben die Zeugen zum Beispiel auch dann denken, irgendwann eben, jeder wird Gerechtigkeit erfahren und so weiter und so fort. Und ich denke mir einfach für meinen Teil, allein nur schon das, und da muss man doch wirklich nicht studiert haben, liebe Mitmenschen, da muss man kein Professor sein, gar nichts. Dieser Gott, seit es die Menschen gibt, und jetzt auch aktuell, allein nur schon seit das Video läuft, so viele Menschen wieder gestorben,
gerecht gestorben, weil was weiß ich was, Todesspritze da auf dem elektrischen Stuhl in Amerika, durch Folter, Kinder, bei einem Unfall, ungerecht wegen einer Krankheit. Es sterben jede Sekunde so viele Menschen wie die Ameisen, wie die Toy Soldiers, wie man so schön sagt, Spielzeugsoldaten, fallen die Menschen um. Hatten nie eine richtige Chance, irgendwas zu finden und so weiter und so fort. Und wie viele Kinder abgetrieben werden, ja, auch. Alle paar Sekunden, ja, so. Diese ganzen Wesen, ja, die ja in Gottes Augen laut Bibel eine Bedeutung haben. Was passiert denn mit denen? Wo sind die denn? So, versteht ihr, was ich meine? Und darauf kann niemand eine Antwort geben. Es kommen dann nur Spekulationen. Im Gericht würde man sagen, Einspruch, der Mandant, der Gegner spekuliert. Weil es Quatsch ist. Und das ist eben das, was ich so lustig finde, dass dann vielen, auch von euch, ja, die Argumente fehlen, weil am Ende des Tages, ja, wenn man einfach sachlich und fachlich bleibt, dann gibt es immer diesen einen Kommentar oder diesen einen, der sich das traut zu schreiben, ach, und nicht nur zu mir, zu allen, die so denken wie ich. Ach, du hast Jesus noch nicht gefunden. Wenn du einmal Jesus gespürt hast, dann so. Wie gesagt, ich leugne nicht Jesus Christus. Dass er da ist, es gibt ja Berichte. Das kann man nicht so, wenn man ein Foto von mir, meine YouTube-Videos in 1000 Jahren, und es gibt noch YouTube, dann kann man mich auch nicht leugnen. Man sieht ja, ich war da. Es gibt Berichte. So, das ist es. Aber dieses, ja, so, es ist saugemütlich einfach von so vielen Menschen zu sagen, ach, du musst nur glauben und wenn Jesus dann da ist, du wirst das spüren und so. Aber erklären können sie es eigentlich nicht. Nein, es ist unerklärlich. Und ich nenne das saugemütlich. Ich nenne das einfach nur gemütlich, sich etwas vormachen, was auch schön ist. Weil wie gesagt, die Menschen brauchen Zugehörigkeit, Antworten und Hoffnung. Das ist das A und O. Das brauchen Menschen. Damit lebt es sich besser. Ist doch so. Wer ein gläubiger Moslem, ein gläubiger Christ, ein gläubiger Hindu, ein gläubiger Mormon, egal was du bist, ein Gläubiger bist, du stirbst ja, sind wir ehrlich, irgendwann ja fröhlich, wenn du alles so gemacht hast, wie du solltest, oder? Du stirbst ja fröhlich, weil du weißt, du hast alles richtig gemacht mit deiner Überzeugung und der Lohn wird kommen. So, das heißt, dein Leben war super, ist wie geplant. Ist wie geplant. Planung, sagt man, ist die halbe Miete. Und genauso ist es mit diesem Überzeugtsein. Schönreden. Ja, Jesus, und du wirst das auch spüren, es tut mir so leid, ich hoffe, du findest irgendwann zu Jesus. Mir geht es sehr, sehr gut damit. Mein Leben ist nicht schlechter geworden, im Gegenteil sogar besser dadurch, ja, weil ich fühle mich freier. Und ich bleibe dabei, egal welche Religion, wenn hier eine ist oder irgendeine Interpretation von irgendwelchen Büchern hier auf der Welt, wenn irgendeine doch mal angeblich recht hätte, dann weiß ich, dass ich bei diesem Gott oder was auch immer das dann ist, trotzdem eine Chance hätte, weil es einfach viel zu komplex geschrieben worden ist. Ja, viele haben ja auch in dem einen Video, wo ich gesagt habe, Jesus ist nicht Gott, geschrieben, Aaron, du darfst die Bibel auch nicht aus menschlicher Sicht sehen, sondern aus göttlicher Sicht. Oh mein Gott! Das war der dümmste Kommentar und die dümmste Denkweise, die es gibt. Bitte verbreite sowas niemals weiter. Die Bibel aus göttlicher Sicht sehen? Die Bibel wurde doch für den Mensch geschrieben, ist doch unsere Anleitung fürs Leben, sozusagen. Das heißt doch, wenn dieser Gott die Bibel geschrieben hat, dann musste er sie so leicht wie man sich nur vorstellen kann, schreiben, damit es auch wirklich der Letzte begreift. Und nicht in Zungen reden, wie man so schön sagt, oder sich als Sohn Gottes verkaufen, dabei ist es Gott und ja, was ist denn jetzt korrekt? Zahn und Auge um Auge, Zahn um Zahn, ah nein, doch nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und dieser Spruch, die Bibel aus göttlicher Sicht sehen und deswegen können wir sie nicht fassen, der ist so richtig idiotisch. Der ist richtig dumm, sorry. Also das ist... Keiner würde doch eine Betriebsanleitung, sage ich jetzt mal, für einen Fernsehen schreiben oder verfassen, genau, oder verfassen lassen, damit wir hier aus göttlicher Sicht reden können, ja. Ich schreibe jetzt eine Betriebsanleitung für meinen neuen Fernsehen
Und ich schreibe den aber in so komplexen Worten, dass der Endverbraucher, für den es ja eigentlich gedacht ist, der kommt nicht mehr, der versteht hinten und vorne nicht mehr. Was? Was muss ich jetzt machen? Und so, wie war das? So, wisst ihr, was ich meine? Du schreibst es doch so leicht wie möglich. Und da ist die Bibel ein absoluter Widerspruch. Ne? Und klar, bin kein Experte, aber der Koran auch. Du wirst immer die Debatten haben, Koran, der Islam, ja, Frieden, Frieden, Frieden. Ja, dann kommen aber wieder die Suren auspacken, wo sagt, tötet die Ungläubigen, wie immer ihr sie trifft und bla bla. So, warum nicht eine Einheit? Warum nicht einfach geschrieben? Von Allah. Oder Mohammed. So, wie gesagt, kein Angriff, aber einfach, was ich euch sagen möchte, ist einfach, aber wie gesagt, ich rede auch nur für mich und meine Denkweise und viele andere denken zum Glück auch so. Die sind wirklich erwacht. Schaltet euren Kopf an. Gottverdammt. Schaltet euren Kopf an. Denn wenn ihr ja an Gott glaubt oder an dieses Wesen, wo euch erschaffen hat, oder wie auch immer das zustande kommen sein, und auch wenn Gott den Urknall gemacht hat, kann ja auch sein, weil es gibt ja viele, die sind dann knallhart, und deswegen habe ich euch das gezeigt im letzten Video. Der geheime Zeuge in dir. Viele gehen hin und sagen, ja, die Zeugen Jehovas sind schlimm und die zwingen Leuten was auf. Ihr macht es nicht anders. Wenn jemand nicht eurer Meinung ist, ja, wie kannst du nur, du hast Jesus noch nicht erkannt und so. Bis die dann irgendwann, Jahre später, irgendwann aufwachen und checken, ja, okay, vielleicht lag ich im Unrecht. So, ja, es tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen abgedüftet bin, aber einfach damit ihr ein bisschen verstehen könnt, warum ich nicht mehr an Religion glaube oder an solche Bücher. Ja, vor allem noch ein ganz kleiner Tipp an die immer sagen, ja, man muss Jesus einfach fühlen und spüren und irgendwann merkst du, dass Jesus da ist und dann wirst du sehen und bla bla bla. Meine Bitte an dich, sei einfach mal, nimm einen Spiegel und halte mal die Bibel neben dich und guck in den Spiegel. Ohne dieses Buch wüsstest du nichts über einen Jesus von Nazareth oder über irgendwas, was in der Bibel steht, okay? Okay, das ist Fakt. Wer jetzt abschaltet und sagt, nein, stimmt nicht, das hat mir der und der beigebracht. Nein, ohne die Bibel wüsstest du gar nichts über Jesus, okay? Egal, wie du den Weg zu der Bibel gefunden hast oder zu Jesus, okay? So, alles klar, den Schritt haben wir schon mal. Schritt Nummer 2, erkundige dich über den genauen Inhalt von dem Buch, aber wirklich 1:1, und zwar nicht von irgendwelchen Gelehrten, Philosophen, die das, oder irgendwelche Leute, die das studiert haben, Bibelgelehrte seit 40 Jahren angewandt und drauf gekackt. Warum? Weil die Bibel wurde doch für dich geschrieben und nicht für einen Professor, der das dann für dich übersetzen muss, damit du es verstehst. Die Bibel wurde für dich geschrieben. So, also, nimm die Bibel, lese sie von A bis Z, und sag mir nicht, dass da dann keine Widersprüche sind und dass Dinge, die heutzutage und auch schon seit Jahrtausenden von Jahren passieren auf der Welt, logisch passieren hier, also das macht, du wirst selber sehen, es macht keinen Sinn, ja, aber, wie gesagt, ich weiß, die Mehrheit hat zwar nicht immer recht, aber ja, viele wollen immer in einer Blase leben und ich weiß, das Leben ist schöner mit einer Illusion und einer Vorstellung. Guckt euch, es passiert im großen und im kleinen Stil. Es gibt 8 Millionen Zeugen Jehovas. Ihr wundert euch alle, wie kann man nur, die wachen nicht auf. Genauso läuft es auf der Welt auch mit anderen Leuten, die voll an die Bibel und das und so glauben. Das ist einfach im großen Stil, die Mehrheit. So, ist genau dasselbe, sind auch nicht wach. Weil es tut ja gut. Ich krieg dort wieder diese 3 Punkte. Es ist so. Ohne diese 3 Punkte würde auch niemand, sage ich jetzt mal, YouTube-Videos machen zu diesem Thema. Weil du willst ja dieses Zugehörigkeitsgefühl. Du brauchst Zuspruch. Ich sag einfach das, was ich denke und was ich davon halte. Ist mir egal, ob da jetzt Daumen hoch oder Daumen runter hageln. Es gibt viele Leute, die schätzen mich einfach für diese Ehrlichkeit. Und da bin ich wirklich froh, dass ihr so loyal seid, ne? Ja, das war jetzt das zu dem, was ich glaube oder zu welcher Konfession ich jetzt angehöre. Genau. Hallo Aaron, ich bin zufällig auf diesen Beitrag gestoßen, bist ein cooler Typ mit Herz.
Danke. Habe deinen Kanal abonniert? Danke. Bin schon gespannt auf deine anderen Videos. Bist du ein Christ? Viele ehemaligen Zeugen und Sektenaussteiger werfen den Glauben an Gott über Bord. Wie ist das bei dir? Ja, das kommt ja jetzt schon sehr nah eben an das ran, was ich dazu noch sagen möchte oder schnell, um das noch zu erläutern. Den Glauben an Gott habe ich nicht über Bord geworfen, okay? Ich glaube nicht, dass der Mensch Zufall ist und dass wir irgendwann mal Affen waren oder sonst irgendwie dann aus so, nein, no, da glaube ich nicht dran. Sorry, und dann sterbe ich halt vielleicht mit 70, 80, vielleicht werde ich 100 Jahre, hoffentlich wenigstens noch schöne Jahre dann. Und dann werde ich ja sehen, was danach kommt. Ich habe euch schon mal gesagt im letzten Video, und das gebe ich jedem von euch und wirklich ein Rat aus dem Herz gebe ich euch das mit. Macht euch nicht zu verrückt, okay? Genießt euer Leben, seid ein guter Mensch, orientiert euch, wenn ihr möchtet, wenn es euch ja hilft, an einem Jesus Christus, was der zuletzt halt gelehrt hat und nicht an dem Alten Testament, wenn es im Islam sowas gibt, so, das ist mir Wayne, okay? Wenn es euch hilft, ein besserer Mensch zu sein für eure Mitmenschen, dann macht das, ja? Nur zwingt den Leuten nicht auf, die nicht so denken wie ihr, wo aber trotzdem gute Menschen sind, dass die falsch liegen. Und wie kann man nur? Und du musst noch Jesus sehen und so weiter. Weißt du, was ich meine? So, deswegen, ja, ich glaube wirklich, dass da was Größeres ist. Und ich sag mal so, ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Ich hoffe, ich habe noch viele Jahre auf dieser Welt und danach mal gucken, was passiert. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann dann alle zusammen wieder. Und dann können wir darüber diskutieren, wer recht hatte, wer nicht recht hatte oder na, wie sieht's aus? Na, Daron, der macht sich das zu einfach. Der stellt sich das vor. Ist so. Es tut mir leid. Das Leben ist hart genug. Na? Und ich bin einfach offen und ehrlich. Und transparent. Na? Ja. Haben wir es jetzt dann schon? Ja, fast. Manuel Darab Kadel vor 11 Monaten hat, ich komme mal wieder näher ran, hat mich gefragt, wäre es möglich, auch über andere Sekten etc. zu berichten? Nee, kann ich nicht, weil ich nehme nicht andere Gruppierungen oder Sekten auseinander, wenn ich nicht selber wirklich mich 1:1 damit beschäftigt habe oder selber auch Mitglied dort war. Und bei den Zeugen kann ich es einfach machen, weil ich wurde reingeboren. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied, ob man reingeboren worden ist oder ob man irgendwann einfach auf die Zeugen gestoßen ist. Ja? Und dann sich hat taufen lassen, tralala, und dann irgendwann mal wieder aussteigt. Dann ist es für mich so, okay, ja, ist immer noch schlimm, aber du warst schon mal draußen. Du hast einfach eine Illusion bekommen, was du bei den Zeugen bekommst, und hast irgendwann gesehen, okay, das passt nicht. Eben, da ist es dann der umgekehrte Fall von dem Kommentar, wo die eine da geschrieben hat. Und du warst bei den Zeugen, hast gesehen, dass die dir nicht das bieten können, was die draußen bieten, und du bist gegangen, umgekehrt. Aber als Kind, ja, bei den Zeugen aufzuwachsen, das ist eine ganz andere Hausnummer, und da kann ich einfach mitreden. Kann ich. Ne? Predigtdienst. Wenn du im Kindergarten bist und du nie dein Geburtstag gefeiert worden ist und du bist schon, ich meine, klar, ihr könnt euch nicht mit mir identifizieren, was jetzt die Optik betrifft, aber wenn ihr Aussteiger seid, natürlich schon. Aber ihr müsst euch das jetzt auch mal vorstellen. Die meine Geschichte ja ein bisschen kennen, klar, ich lebe jetzt in der Schweiz, aber ob jetzt auch in der Schweiz oder Deutschland, spielt keine Rolle. Nehmen wir Europa. Ja? Du wächst in Deutschland auf und du bist schon anders optisch als die Mehrheit der Kinder. Ja? Und dann feiert dieser dunkelhäutige Junge keinen Geburtstag. Was? Alle Kinder feiern Geburtstag. Wir hatten, das kennt ihr, das ist ja wahrscheinlich immer noch so, ob im Kindergarten oder sogar in der Schule. Ein riesen Kalender über der Tafel, wir hatten da noch so eine Seitentafel im Raum, wo die ganzen Monate waren, Januar, Februar, März bis Dezember, und dann auch wer wann Geburtstag hatte. Tja, bei mir wurde nie gefeiert. Das ist scheiße. Das kann man einfach so sagen. Und das wird YouTube auch nicht schneiden. Das ist scheiße. Das fühlt sich scheiße an. Und was das mit dir macht als Kind, das, ganz ehrlich, das kannst du als Kind noch gar nicht verstehen. Das checkst du irgendwann eben erst als Erwachsener, weil du kannst dann erst 1 und 1 zusammenzählen. Als Kind ist das ja für dich völlig normal, ne? Ja, einfach nochmal zum Sagen so. Das ist meine Story dahinter. Und deswegen berichte ich, wenn ich überhaupt Videos mache, dann über die guten alten Zeugen Jehovas, ne? Wo man mit einem weinenden und einem lachenden Auge hingucken kann. Ist so, ne?
ich verstehe nicht, wieso du drin warst. Was haben die versprochen und gegeben vor einem Jahr? Gossip Golden. Ja, eben, habe ich ja jetzt schon fast beantwortet. Eben, warum ich drin war? Ich wurde reingeboren. My bad. So, was soll ich machen? Kann sich kein Kind aussuchen, ob man reingeboren wird. Ja, da hast du mitgegangen, mitgehangen, mitgefangen. So, ist so, ne? Und was die versprochen haben und gegeben. Du, wie gesagt, am Anfang vom Video, die Angst vor Hamagedon, ja, die hast du auch als Kind, das wird dir eingetrichtert. Ne? Da hast du ganz schnell dann in deinem Kinderbuch dort, hast du auch mein Buch mit biblischen Geschichten und so, du hast immer dieses Gott bestraft die Bösen. Und das wird wieder passieren. In unserer Neuzeit wird das dann Hamagedon sein. Und du weißt nie, wann das sein kann, denn der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das sagen die Zeugen immer so schön, ja? Das kann heute passieren. Wisst ihr, wie oft ich Angst hatte als Kind, wenn dann so irgendwie, ich weiß nicht, nachts, meistens vielleicht sogar so an so Sommertagen, wenn es dann spät dunkel wird und dann hast du wirklich mal so, dass es noch so voll so rot am Himmel ist und ich denke mir, und sitzt da so schon in meinem Bett, ich muss ja irgendwie um 9 ins Bett, dann guckst du und denkst ja, oh mein Gott, ob jetzt Hamagedon losgeht und so. So geht's dir als Kind. Verstehst du, was ich meine? So, das ist, ja, ne? Du hast Angst. Und dir werden ja Freunde auf dem Silbertablett gegeben. Und solange du in deiner Community bist, mit anderen Kindern, von anderen Zeugen, geht's dir gut. Aber eben in der Schule und auch in der richtigen Welt, wirst du immer wieder mit der Realität konfrontiert. Und dann siehst du, oh, du bist anders. Und es wird immer wieder auf dich gezeigt, du bist anders. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Damit hoffe ich, ist das auch beantwortet. Ja. Da ist nochmal was Schönes. Mal gucken, was haben wir da? Thaddeus Roman vor 6 Monaten. Mensch, du redest und kommst nicht zur Sache. Ja, das ist so. Was ist dein Beweggrund? Meinst du, der Mensch ist dumm und weiß nicht, was los ist? Wenn du irgendwas uns mitteilen willst, mach das in Kurze, nicht stundenlang. Wer hat Zeit, deine dumme Gerede zu hören? Außerdem, wer bist du, dass du dieses Thema berührst? Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, ihr seht aber auch eben, ich behandle auch so Kommentare, gell? Man muss sich nicht nur das Schöne hier rauspicken. Mein Beweggrund, die ganzen Videos habt ihr schon gesehen. Mein Beweggrund ist einfach, ich habe das Gefühl, ich habe auf meinem Kanal im deutschsprachigen Bereich Videos gemacht, die so noch niemand gemacht hat von den Aussteigern. Ja? Sei es meine Sprache, meine Gestik, vorm Fernsehen sitzen. Ich habe euch gesagt, mein ganz großes Lob geht einfach an den Ex-Moslem, weil ich das gefeiert habe, was er da wirklich gemacht hat immer. Und ich fand das spannend und das gab es einfach nicht bei den Zeugen Jehovas. Und so habe ich das einfach mal kopiert. Ja, und das war wirklich, war ja auch erfolgreich. Es gibt niemanden, der das so macht aktuell. Na? Ihr habt ja den Tobi, der sitzt dann einfach da. Ihr habt mich, da gibt es dann immer ein Action und ich rede nicht monoton und so. Es gibt die und die, ja. Es gibt eine Sophie Jones, die macht Videos, als wäre es ein Schminktutorial und wichtige Themen werden außer Acht gelassen, sondern es geht um, ja, wie zieht man sich als Zeuge Jehovas an? Sexy anziehen ist verboten, schminken und so weiter und so fort, das hilft aber niemandem und so. Ne? Aber ja, eben, Sophie Jones ist abgehakt. War dann einfach zu meinem Beweggrund, ja. Ich wollte mal was anderes machen und das kam ja auch gut an und ich habe ja auch schon anhand von anderen Kanälen und auch Videos gesehen, dass viele Leute von mir auch meine Redeweise oder auch Schreibweise und Sachen kopieren. Und das ist auch schön, finde ich schön dann zu sehen, dass ich andere dazu ja inspiriere, ihren Kanal zu pushen mit Gedankengut oder Ideen, wie ich das mache. Das ist okay, absolut. Das ist mein Beweggrund gewesen, warum ich Videos gemacht habe. Meinst du, der Mensch ist dumm und weiß nicht, was los ist? Na, ja, das denke ich. Absolut, denke ich. Weil meine Videos gehen ja in erster Linie an Aussteiger und aktuelle Zeugen. Nicht die wo interessiert sind, die reingehen wollen. Die stoßen vielleicht durch Zufall da drauf, wenn sie sich überhaupt trauen, das anzugucken. Weil ganz ehrlich, wenn ich schon interessiert bin, zu irgendeiner Versicherung zu wechseln und ich bin fest entschlossen, aber ich will noch nicht den letzten Step so machen und dazugehören, dann würde ich mir jetzt nicht unbedingt Rezessionen anschauen auf einer Homepage, wo schon der Titel steht, dass dort schlechte Rezessionen kommen werden über diese Versicherung, oder? Das würde niemand machen. Deswegen Interessierte kommen hier durch Zufall, falls du hier den Weg hergefunden hast,
Freut mich, dass du da bist, aber in erster Linie geht es hier um andere Aussteiger und auch um aktuelle Zeugen Jehovas, wenn die zuschauen, ja, und sich dann verstecken unter irgendeinem Pseudonym, aber wenigstens trauen die sich mal in die Tasten zu hauen und zu schreiben. Es gibt viele, die gucken meine Videos und schlucken einfach nur und sagen nichts dazu, außer vielleicht einen Daumen runter, so, ja. Und das, deswegen denke ich so, was heißt, die Leute sind dumm, sind einfach nicht aufgeklärt, ja, in gewissen Sachen gewesen, ne? Es ist so. Ja, da kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ja, mein dummes Gerede, das ist so, wenn es dir nicht passt, wie gesagt, irgendwo hier oben ist ein Knopf, kann man ausdrücken, ja, da muss niemand zuhören. Und wer ich bin, dass ich das Thema berühre, ich bin Ex-Zeuge Jehovas, ich bin als Kind reingeboren worden und ich habe mich taufen lassen, relativ früh, was ein Fehler war. Deswegen darf ich das Thema machen, okay? Absolut mein Recht. Habe eine Frage wegen dieser Rangordnungen bei den Zeugen Jehovas. Sieht man diese erst, wenn man ausgetreten ist oder schon als Mitglied? Das hat Micha gefragt vor einem Jahr. Die Rangordnung bei den Zeugen Jehovas, sieht man diese, das spürst du sofort. Also, wenn man das Video von meinen Eltern, das Interview mit meinen Eltern gesehen hat, und ich sag's ja auch immer wieder, auch immer zwischendrin, vor allem noch am Anfang, als wir die Zeugen noch extrem behandelt haben, diese Rangordnung, die fängt sofort an, dir wird das sofort eingeplempert, dass du am besten so schnell wie möglich dich taufen lässt. Das fängt ja da schon an. Ja? Als ungetaufter Verkündiger bekennst du dich ja schon mal dazu, dass du ein Verkündiger für Jehova bist. Aber du bist noch nicht so weit zur Taufe. Ja? Dir fehlt noch das gewisse Etwas. Ja? Das ist so der erste Schritt. Da fängt die Rangordnung schon an. Da kannst du 12 Jahre alt schon sein. Spielt keine Rolle. Ja? Als nächstes kommt dann eben, dass du ja ein getaufter Verkündiger bist. Das heißt, du musst dich taufen. Ne? Symbolisch unter Wasser, dann geht's in den Pool rein oder so und dann wirst du getauft. So. Dann bist du getauft. Und dann geht's weiter. Die Treppe fängt gerade erst an. Du kannst Kreisaufseher werden. Du kannst Dienstamtgehilfe werden. Ja? Ich weiß noch, wie stolz es gewesen wäre. Ich habe das, glaube ich, nie gemacht. Ich hatte immer Schiss, dass ich den Scheiß fallen lasse. Aber kennt ihr das noch im Königreichssaal, wenn dann immer so im Wachturmstudium die Kommentare gegeben worden sind und dann gab es immer so einen Bruder, der dann so, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, der hatte dann so eine Verlängerung, so eine riesen Stange und dann so ein Mikrofon am Schluss und der ist dann immer so, ja, Bruder Möller, und dann ist er da hingedackelt und hat dann so das Mikrofon dort hingehalten, damit er seinen Kommentar geben kann. Weißt du? Und manchmal, wenn es ein langer Kommentar ist, dann geht das ganz schön in die Arme. Und auch da, Alter, wenn du so einer bist, der die Mikrofone dann so reichen darf, der da hinten dann steht und so am Sonntag, musst nicht in der Reihe sitzen, sondern siehst alle und so, kannst auch mal reinnicken. So, das auch. Das durfte nicht jeder. So, das gibt's auch bei den Zeugen. Du hast es gibt so viele verschiedene Ränge. Eben, dann bist du ein Ältester, ja, so der Schafhirte der Versammlung sozusagen. Also, die Rangordnung, die spürst du definitiv schon, wenn du schon nur drinne bist. Und je nachdem, wie dein Charakter ist und dein Gemütszustand, aber nein, sagen wir mal, dein Charakter, wirst du sehr schnell als Mann vor allem anfällig, ja, eigentlich nur als Mann, wirst du sehr anfällig dafür, anhand von dieser Rangordnung Gas zu geben, um immer mehr zu erreichen und anderen eigentlich auch zu gefallen. Ich habe das in meinem ersten Video gesagt. Ja, man wollte seine Eltern immer stolz machen. Ja, und das läuft immer noch so. Es läuft immer noch so. Klar, Jehova stolz machen auch und so, aber du willst auch irgendwo deine Eltern stolz machen. Und eine Sache gibt es, und da kann mir jeder von euch sagen, das ist so. Es sei denn, ihr hattet noch keine Erfahrung damit. Wenn in der Versammlung 2 gut aussehende junge Burschen gewesen sind, ja, und da jetzt eine ledige Schwester gewesen ist, ja, auch hübsch, dann kannst du 3-mal raten. Der eine hübsche Bursche ist getauft gewesen und der andere ist ein Ältester. Tun wir es ein bisschen übertreiben sogar. Ein Ältester. Damit sind sogar beide getauft. So. Was meinst du, wem die Schwester schönere Augen macht und an wem sie mehr Interesse hat? An dem Ältesten. Glaube mir.
Glaube mir, ich schwöre auf alles. Ist so. Und so läuft es bei den Zeugen. Ich habe es ja selber miterlebt. Sobald da einer kommt, der ist schon getauft. Oh, und so. Du, wie eine Traube, dann versammeln sich auf einmal alle so um ihn drum. Und so, ja, ist so. Also du spürst es, diese Rangordnung spürst du extrem schon, wenn du mit drinne bist. Und die beeinflusst dich auch sehr, ja. Genau. Sodele. Ich habe hier sogar noch zwei Fragen, die nenne ich noch kurz, aber ich kann nicht groß drauf eingehen, weil die sind noch zu frisch. Natascha hat ja gefragt, als ich das gemacht habe, waren es vor 5 Tagen. Mich würde das interessieren, was du von den Zeugen denkst, die sich selber für Gesalbte halten. Ne? In meiner ehemaligen Versammlung zum Beispiel waren 2 Personen, die behaupteten, zu den 144.000 zu gehören. Und dann erzählt sie noch, dass sie es sich nicht vorstellen kann, dass die das sich so eingebildet haben dass die so wie einen Fehler gemacht hätten damit. Das kann sie sich einfach nicht vorstellen, ja. Wie ich mir das erkläre, welche Zeugen sich so zu den 144 oder zu diesen Gesalbten halten. Ne? Hier der afrikanische Kollege, der da... liebe Natascha, ich erkläre mir das so. Und ich habe hier, glaube ich, auch drunter kommentiert, dass ich noch was dazu sagen werde. Ich hatte mal ein Gespräch, ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, mit einer aktiven Zeugin Jehovas. Die war auf einem Kongress, in einem Stadion sogar noch, vor Corona war das, in einem Fußballstadion in Deutschland. Oder war das in Deutschland? Hier in der Schweiz. Egal. Sie war auf einem Kongress und dann hat ein Bruder hat dann das Endgebet gehalten, ja, am Schluss, durch die Lautsprecher schön. Und ich werde das nie vergessen, wie die mir das erzählt hat. Und Aaron, du hast gemerkt, dass das ein Gesalbter war. Der war ein Gesalbter, das hast du einfach gemerkt. Oh, so. Ohne Worte. Das ist wieder wie das mit, ja, du musst Jesus fühlen und das kommt schon irgendwie. So erklären sich die Gesalbten, dass sie zu den Gesalbten hören. Da kommt nicht irgendwann so ein Heiligenschein oben und glitzert nur für die im Spiegel, wenn sie reingucken und das sehen nur die. Nein, die spüren das angeblich nur. Was aber wieder lustig ist, im Gegensatz dazu, und da sind wir wieder bei den aufrichtigen Zeugen Jehovas in ihrer Denkweise und Widersprüchen, Gesalbte, die anerkannt werden, die spüren das. Die spüren das, die sind das, ja. Aber wenn, und das passiert ja immer wieder, das kommen immer wieder Berichte darüber, auch auf der Website ja über die Zeugen Jehovas, wenn einer sich mal wagt, von den Sachen zu nehmen und das nicht wie autorisiert war, sage ich jetzt mal, was sind das? Als was werden die immer abgespeist bei den Zeugen? Die waren verwirrt, geisteskrank. Aha, ja, ach so. Also wenn die Gesalbten euch da nicht gefallen oder so, dann ist das ein Geisteskranker, der das genommen hat. Aber die anderen sind gesalbt, oder was? So, es ist widersprüchlich. Ich glaube mittlerweile, da steckt, wie gesagt, ja sowieso ein System dahinter. Wenn man sich das einredet, dass man gesalbt ist, dann glaube ich einfach, hat sich einer so fest verbissen und verschworen in dieser Ideologie. Ja? Aber eben, du siehst es. Es gibt ja auch andere Leute, die nehmen von den Symbolen und die sind aber geisteskrank. Aber die jetzt aktuell, die zu den 144.000 gehören, die sind nicht geisteskrank. Ja, was denn jetzt, liebe Zeugen? Geisteskrank oder nicht? So, so erkläre ich mir das. Und ja, dann ist noch eine Frage da gewesen. Vielen Dank auch für dein Like, hast du da gegeben. Keine bestimmte Frage. Danke, dir gefällt meine besondere Art. Vielen Dank. Was ich halte vom neuen Buch von Sophie Jones und das lachende Smiley. Ihr könnt es nicht lassen. Sophie Jones, wie gesagt, ich habe das neue Buch noch nicht gelesen. Noch will ich nicht sagen, weil ich werde es mir niemals kaufen. Einfach aus dem Grund, weil es mich nicht anspricht. Wie gesagt, da bin ich einfach absolut ehrlich zu euch. Erlöse mich von dem Bösen. Das Cover habe ich ja gesehen und so. Eben. Da merkt man ganz schnell, wenn man aufgewacht ist, worum es da geht. Und das hat nichts mit Aufklärung im hohen Niveau, sagen wir jetzt mal, zu tun. Okay? Ich glaube fest daran, dass jeder, der sich
ein, zwei Videos, die vielleicht eine Stunde gehen von Sophie Jones, also sagen wir mal 2 Stunden Material angeschaut hat auf YouTube, der weiß auch, um was es in ihrem Buch geht. Weil du kannst die Zeit ja nicht länger machen, was passiert ist. So, im Buch ist das sozusagen wie nochmal eine Kurzversion von ihrer Story. Und ja, das halte ich von dem Buch. Tut mir leid, dass ich nicht mehr Details dazu habe. Ja, Leute, ihr habt es geschafft. Vielen Dank, wenn ihr immer noch dran seid. Und ja, es tut mir leid, falls ich wieder ein paar auf den Schlips getreten fühlen oder ich das auch gemacht habe. Es ist in meiner Natur. Ja, ich bin extrovertiert, ich breche manchmal aus, aber ich glaube ganz ehrlich, das ist auch der Grund, warum viele Leute einfach auch noch dran sind und einfach mal zuhören, was der Typ so labert, weil ab und zu kommt ja dann auch nochmal was raus, das ergibt ja doch irgendwie Sinn, wenn man es dann so, ne? Einfach, ja, ne? Ich möchte nicht wirklich, dass ihr jetzt denkt, das ist ja purer Hater oder sonst irgendwas, wie gesagt, auch mit dem Tobi jetzt am Anfang, das ist alles auf freundschaftlicher Basis und auf Spaß. Also ich poste auch gerne ein Video, wenn ihr mir das nicht glaubt, dass ich seinen Kanal abonniert habe. Ich habe den abonniert, weil also mit diesem, er hat mich nicht mit dem christlichen Kanal gekriegt, sondern als Verkäufer Tobi, wirklich. Das ist Hammer. So, also, schade, dass er keine Verkaufsvideos mehr macht. Und das ist kein Hate, ne? Wie gesagt, das ist, ich sage ja nicht oft, dass irgendwelche anderen Kanäle gut sind oder so, oder geschweige denn, ich nehme die in den Mund. Aber Tobi finde ich gut, also wie gesagt, gibt er die Daumen hoch und vielleicht eben inspiriert ihn ja sein erster Kanal, sein erster Beweggrund auf YouTube zu kommen, wo leider nicht lief, dazu vielleicht das noch ein bisschen mehr zu pushen im christlichen Stil. Ja, ne? Gut, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dürft ihr auch gerne abonnieren. Und was mir ganz wichtig ist, wirklich, schreibt es in die Kommentare, ja, ob ihr mehr Q&As, also wirklich auch mal Fragen stellen wollt, die ich behandeln kann. Klar, ist logisch, es ging jetzt erstmal in erster Linie extrem viel um unsere guten Freunde, die Zeugen Jehovas, weil meine ersten Videos gingen alle darum. Aber sobald jetzt neue Fragen einplampern, kann ich mich oder werde ich mich auch diesen widmen, ja, und ich habe es ja schon in einem Community-Post in meinem Kanal euch gesagt, das spielt keine Rolle, um was es wirklich geht. Ich wäre einfach froh, wenn ihr alle Themen wirklich oder respektvolle Themen habt. So irgendwas Abartiges oder Widerliches, da werde ich nicht drauf eingehen. Ne? Das hat hier nichts zu suchen. Genau. In diesem Sinne, ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare. Danke, dass ihr wirklich noch dran wart. Ich wünsche euch echt Gesundheit, bleibt gesund. Ich habe gemerkt, so ich bin ein bisschen verschnoddert, aber kein Corona, nix, keine Angst. Bleibt wirklich gesund und ich hoffe, dass wir alle, wirklich alle, irgendwann bald wieder zur Normalität zurückfinden, dass wir unsere Bekannten, liebsten Verwandten in der Mehrzahl auch wieder treffen dürfen, auch im Ausland und dass wir auch mal in Urlaub wieder gehen können. Ich meine, wir haben Familie am anderen Ende der Welt und so. Das wünsche ich mir wirklich auch für euch, weil es ist nicht einfach. Das ist nun mal Fakt. Das ist nicht einfach. Ja? Und da wünsche ich euch wirklich, dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Und wenn meine Videos auch nur dem einen oder anderen helfen, ob es jetzt über die Zeugen Aufklärung ist oder einfach nur, weil ihr mich gerne hört beim Labern, meine Art und Weise, wie ich irgendwas erzähle, rüberbringe oder quatsche, dann freut mich das jetzt schon. Okay? Vielen Dank und bleibt gesund. Bis bald. Euer Aaron. Ciao.